Die ägyptische Mythologie ist ein faszinierendes Labyrinth voller Geheimnisse und Mysterien. Tod, der Gott der Weisheit, des Wissens und der Schrift, steht als Wächter am Tor zwischen Leben und Tod. Er verkörpert das Streben nach Wahrheit und die Suche nach dem tiefen Verständnis des Universums. Seine Geschichten sind alt, doch die Lehren, die er vermittelt, hallen bis in die heutige Zeit wider. Tod erinnert uns daran, dass das Wissen, das wir anstreben, nicht nur eine intellektuelle Herausforderung, sondern auch eine Prüfung des Herzens und der Seele ist. Die Reise durch seine Lehren ist kein leichter Pfad, sie erfordert Einsicht, Mut und die Bereitschaft, sich selbst zu begegnen. Lasst uns also diese Reise antreten, auf der Suche nach Weisheit, Erleuchtung und einem tieferen Verständnis unserer eigenen Seelen. Tod, der Gott der Weisheit und der Bücher der Geheimnisse. Die alten Ägypter verehrten Tod als den Hüter des Wissens und der Weisheit. Im Inneren eines Tempels, verborgen in einer weiten Wüste, brannten Öllampen und warfen tanzende Schatten an die Wände, die mit heiligen Schriften bedeckt waren. Dort saß Tod, halb Mensch, halb Ibis, und schrieb unermüdlich auf Papyrusrollen. Seine Feder glitt wie von selbst über die Seiten und hielt die Geheimnisse der Götter fest. Doch Tod war nicht nur der Schreiber, er war auch der Herr der Magie und des Wortes, der Erste, der das Wissen der Götter an die Menschheit brachte. Jede Nacht kamen Priester und Weisen aus der Ferne, um ihm Opfer darzubringen und um Rat zu bitten. Wissen ist Macht, und Weisheit ist die Kunst, diese Macht zu verstehen, flüsterte Tod zu ihnen. Doch wer Wissen ohne Herz sucht, verliert den Weg. Die Lehren des Tod. Die Smaragdtafeln des Tod gelten als eine der rätselhaftesten Schriften der Esoterik und Mystik. Diese Tafeln, die angeblich von dem ägyptischen Gott Tod selbst verfasst wurden, beschreiben tiefgehende kosmische und spirituelle Weisheiten. Tod, in der ägyptischen Mythologie als Gott der Weisheit, der Magie, der Schrift und der Wissenschaft verehrt, wird in den Tafeln als zeitloses Wesen beschrieben, das die Geheimnisse des Universums versteht und sie weiterzugeben wünscht. Die Tafeln offenbaren eine tiefe Lehre über das Leben, den Tod und die Seele und beschreiben den Weg zur Erleuchtung und zum Aufstieg über das Materielle hinaus. Tod spricht darin von der Unendlichkeit des Geistes und beschreibt seine Visionen und Reisen durch andere Dimensionen und höhere Ebenen der Existenz. Die Tafeln behandeln Themen wie die Entstehung des Universums, die Gesetze der Schöpfung und die Kräfte, die das Dasein steuern. Ein zentrales Thema der Smaragdtafeln ist das Wissen über die Macht des Geistes und das Gesetz der Schwingung, das besagt, dass alles im Universum in Bewegung und miteinander verbunden ist. Tod erklärt, dass das Wissen um die verborgenen Kräfte der Natur und der Kosmosgesetze den Schlüssel zur spirituellen Meisterschaft bietet. Wer diese Gesetze versteht, so Tod, kann die Schleier der physischen Welt durchdringen und sich über die Begrenzungen der menschlichen Erfahrung erheben. Ein besonders faszinierender Aspekt der Tafeln ist Tods Bezug auf Atlantis. In den Tafeln erzählt Tod von seiner Zeit als Priester auf Atlantis, bevor es unterging. Er beschreibt die fortschrittlichen Fähigkeiten und das Wissen der Atlantiden sowie ihre späteren Fehler, die zur Zerstörung ihres Reiches führten. Tod berichtet, dass er nach dem Untergang von Atlantis nach Ägypten reiste und dort eine neue spirituelle Lehre etablierte, die bis heute nachwirkt. Die Smaragdtafeln sind auch in der modernen Esoterik und Hermetik sehr einflussreich. Sie vermitteln die Idee der Reinkarnation und das Prinzip, dass die menschliche Seele, wie Tod, ewig ist und auf der Suche nach Wissen und Erleuchtung durch viele Leben geht. Sie zeigen einen Weg zur spirituellen Erleuchtung, indem sie Praktiken wie Meditation, Selbstbeherrschung und die bewusste Erhöhung des eigenen Bewusstseins lehren. Obwohl die genaue Herkunft und das Alter der Tafeln umstritten sind, faszinieren die enthaltenen Lehren seit Jahrhunderten. In vielen Esoterikschulen gelten sie als Schlüsseltexte, die, wenn sie richtig verstanden werden, zu tiefer Selbsterkenntnis und spiritueller Freiheit führen können. Der Westkar-Papyrus ist eine faszinierende Quelle, die uns eine seltene Erzählung über das Buch der Geheimnisse des Tod und die Rolle von Magie und Prophezeiung im alten Ägypten vermittelt. Die Sammlung stammt aus der zweiten Zwischenzeit oder dem frühen Neuen Reich,
circa 1700 bis 1550 v. Chr., und enthält Erzählungen, die angeblich am Hof von König Khufu, Cheops, erzählt wurden. Dabei spielt ein Magier namens Jedi eine zentrale Rolle, dessen magische Fähigkeiten und prophetische Einsichten den ägyptischen Glauben an das geheime Wissen und die Weisheit des Gottes Tod veranschaulichen. Der Magier Jedi und das Wissen des Tod. In der Geschichte wird der Magier Jedi von Khufus Sohn Hadedef als mächtiger Zauberer eingeführt, der angeblich über ein Wissen verfügt, das den König interessiert, die geheimen Kammern des Heiligtums des Tod. Jedi soll mehr als 110 Jahre alt sein und außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Er kann abgetrennte Köpfe von Tieren wieder anfügen und wilde Löwen bändigen. Khufu, der hofft, über Jedi Zugang zu dem mysteriösen Buch der Geheimnisse des Tod zu erhalten, lässt ihn an den königlichen Hof kommen. Als der König Jedi bittet, sein Wissen zu demonstrieren, zeigt der Magier seine Kunstfertigkeit an einer Gans, einem Wasservogel und einem Ochsen. Jedi lehnt jedoch ab, einen Menschen zu enthaupten, was ihm Respekt und Bewunderung einbringt. Auf Khufus drängende Frage nach den Kammern des Todheiligtums gibt Jedi zu, dass er deren Anzahl nicht kennt, jedoch weiß, wo sie sich befinden. Die Prophezeiung und ihre Bedeutung. Anstelle detaillierter Auskünfte über das Todheiligtum macht Jedi eine bedeutsame Prophezeiung. Er sagt die Geburt 3 Kinder der Frau Redjet voraus, die zukünftige Könige von Ägypten und Begründer einer neuen Dynastie werden sollen. Diese Kinder sollen dem Sonnengott Ra entstammen und den Thron Ägyptens nacheinander besteigen. Der älteste dieser Söhne soll Hohepriester von Heliopolis werden, und die Geburt der Kinder soll am 15. Tag des ersten Monats der Piret-Jahreszeit geschehen. Diese Prophezeiung deutet auf den Übergang zur 5. Dynastie hin und versetzt König Khufu in Unruhe, da sie impliziert, dass seine eigene Blutlinie nicht weiter regieren wird. Die Erzählung vermittelt dadurch den ägyptischen Glauben an die göttliche Legitimation der Herrschaft und an die Rolle der Prophezeiung im göttlichen Plan. Ohne den Westkar-Papyrus wüssten wir vermutlich wenig über die Vorstellung eines Buches der Geheimnisse des Tod und die Bedeutung der Magie im ägyptischen Denken. Tod, der Gott der Weisheit, der Schrift und der Magie, verkörpert in dieser Geschichte die ägyptische Überzeugung von der Macht des Wissens und dessen göttlichem Ursprung. Jedi repräsentiert die Figur des Weisen, der göttliches Wissen und magische Fähigkeiten besitzt und so eine Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft des Königtums darstellt. Der Westkar-Papyrus zeigt, wie eng das Wissen und die Magie in der ägyptischen Kultur mit der göttlichen Ordnung und der Legitimation von Macht verbunden waren. Die Geschichte selbst ist ein Zeugnis der tiefen Verehrung, die Tod als Gott der Weisheit und Magie genoss, und sie spiegelt die Faszination der Ägypter für das Mysterium des Wissens wider. Das Wissen über die sogenannten Smaragdtafeln des Tod stammt hauptsächlich aus verschiedenen mystischen und esoterischen Traditionen und wurde durch Schriften und Überlieferungen weitergegeben. Es gibt keine antiken Originaltexte, die die Smaragdtafeln selbst physisch belegen könnten, sondern sie sind vielmehr eine Sammlung von Lehren, die im Mittelalter und in der Neuzeit populär wurden. Ihre Überlieferung basiert vor allem auf 2 Quellen, die Tabula Smaragdina und die späteren Smaragdtafeln von Thoth dem Atlanter. Die Tabula Smaragdina. Die ursprüngliche Smaragdtafel oder Tabula Smaragdina ist eine alchemistische Schrift, die oft dem legendären ägyptischen Gelehrten Hermes Trismegistus zugeschrieben wird. Er war eine synkretische Figur, die sich aus den Eigenschaften von Thoth und dem griechischen Gott Hermes zusammensetzt. Die Tabula Smaragdina wurde vermutlich zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert nach Christus niedergeschrieben und ist in arabischen Schriften erstmals nachweisbar. Ihre Verse wurden später von Alchemisten und Mystikern des Mittelalters ins Lateinische übersetzt und inspirierten Generationen von Denkern, die sie als Grundlage alchemistischer und hermetischer Lehren nutzten. Die Inhalte der Tabula Smaragdina sind relativ kurz und auf das Prinzip des wie oben, so unten fokussiert. Dieses Prinzip besagt, dass das Universum und das menschliche Leben einander widerspiegeln und dass die Gesetze der Natur auf verschiedenen Ebenen wirken. Im 20. Jahrhundert erschien ein Text mit dem Titel Die smaragdgrünen Tafeln von Thoth dem Atlanter,
der angeblich von einem amerikanischen Mystiker namens Maurice Doreal entdeckt und übersetzt wurde. Doreal behauptete, dass diese Tafeln vom Gott Tod persönlich verfasst wurden und dass er ihre Botschaft aus einem antiken, nicht-irdischen Ursprung kanalisiert habe. Dieser Text ist jedoch stark von den westlichen esoterischen Traditionen beeinflusst und wird oft als modernes Werk angesehen, das auf den historischen und spirituellen Vorstellungen der Zeit basiert. Doreals Tafeln präsentieren Tod als einen Weisen aus Atlantis, der nach dem Untergang des Reiches nach Ägypten zog und dort seine Lehren weitergab. In diesem Werk beschreibt Tod Konzepte wie die Reise der Seele, das Leben nach dem Tod und die geheimen Kräfte des Universums. Abschließend eine zusammenfassende Darstellung der zentralen Themen und Ideen, die typischerweise auf den Tafeln vermittelt werden. Die Einheit des Geistes. Die Tafeln betonen die Einheit und Untrennbarkeit aller Dinge. Tod erklärt, dass das Universum aus einem einzigen, allumfassenden Geist besteht, und dass alles, was existiert, miteinander verbunden ist. Dieses Konzept wird oft durch das berühmte Prinzip wie oben, so unten, wie unten, so oben illustriert, das die Spiegelung zwischen den höheren und niedrigeren Ebenen der Existenz beschreibt. Die Gesetze der Schöpfung. Tod offenbart die kosmischen Gesetze, die das Universum steuern, einschließlich der Gesetze von Ursache und Wirkung, von Anziehung und Abstoßung. Er erklärt, dass durch das Verständnis dieser Gesetze die Menschen in der Lage sind, ihre Realität aktiv zu gestalten und zu verändern. Die Macht des Wortes. Ein zentrales Thema der Tafeln ist die transformative Kraft des Wortes und des Gedankens. Tod betont, dass Worte und Gedanken schöpferische Kräfte besitzen, die das eigene Leben und die Umwelt beeinflussen können. Der Mensch sollte sich der Macht seiner Sprache und Gedanken bewusst sein und sie weise einsetzen. Der Weg zur Erleuchtung. Die Tafeln bieten einen spirituellen Weg zur Erleuchtung, der durch Selbstbeherrschung, Meditation und das Streben nach innerem Wissen gekennzeichnet ist. Tod ermutigt die Suchenden, tief in sich selbst zu schauen und die Geheimnisse des eigenen Wesens zu erforschen. Die Unsterblichkeit der Seele. Tod beschreibt die ewige Natur der Seele und ihre Reise durch verschiedene Leben und Dimensionen. Er erklärt, dass der Mensch nicht nur in einem physischen Körper lebt, sondern dass die Seele unsterblich ist und nach Erkenntnis und Erfahrung strebt. Die Alchemie des Geistes. Die Tafeln beinhalten auch alchemistische Allegorien, die den Prozess der spirituellen Transformation darstellen. Tod spricht von der Verwandlung des Geistes und des Herzens und wie diese Transformation zu höherem Bewusstsein und innerer Weisheit führen kann. Die Geheimnisse der Natur. Tod offenbart die verborgenen Geheimnisse der Natur und des Universums, die den Suchenden zugänglich werden, wenn sie die richtigen Fragen stellen und die Wahrheit in sich selbst finden. Diese Geheimnisse umfassen die Kräfte der Elemente, die Zyklen der Natur und die Bewegungen der Sterne. Die Smaragdtafeln sind nicht nur inhaltlich bedeutsam, sondern auch reich an symbolischen Darstellungen. Häufig finden sich in den Texten Anspielungen auf die Alchemie, die Elemente, die astrologischen Einflüsse und die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins, die die tiefere Bedeutung der Lehren von Tod verdeutlichen. Insgesamt stellen die Smaragdtafeln des Tod eine umfassende und tiefgehende Sammlung von Weisheiten dar, die darauf abzielt, den Suchenden auf ihrem Weg zur Selbstverwirklichung und spirituellen Erleuchtung zu unterstützen. Sie sind ein Schlüssel zur Erkenntnis der universellen Gesetze und zur Entfaltung des inneren Potenzials, und sie laden dazu ein, die tiefen Geheimnisse des Lebens und des Seins zu erforschen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir in die faszinierende Welt des ägyptischen Gottes Tod einzutauchen. Diese uralten Lehren und Weisheiten bieten uns nicht nur Einblicke in die ägyptische Spiritualität, sondern auch wertvolle Erkenntnisse über unser eigenes Leben und das Universum um uns herum. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren spannenden Themen zu verpassen. Teilt eure Gedanken und Fragen in den Kommentaren, ich freue mich darauf, von euch zu hören. Denkt daran, die Suche nach Wissen und Wahrheit ist ein endloser Weg, und jeder von uns hat das Potenzial, die Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln. Bis zum nächsten Mal, und möge die Weisheit Tods euch auf euren Wegen begleiten.